Good evening and welcome. Guten Abend und herzlich willkommen. Okay, thank you for joining us this midweek study. Danke, dass ihr bei uns sein könnt bei dieser Bibelstunde unter der Woche. Tonight we're continuing our study through the book of Romans, Heute Abend führen wir unser Studium fort durch den Römerbrief and we're working our way through chapter 11 at the moment. und wir sind jetzt im Kapitel 11. And it's difficult to summarize what we've learnt up to this point, Es ist schwierig, das alles zusammenzufassen, was wir gelernt haben bis zu diesem Zeitpunkt. but in the last few weeks particularly, we've read of Paul demonstrating God's faithfulness to the nation of Israel. Aber letzte Woche haben wir gehört, wo Paulus gezeigt hat, wie Gott treu war zu der Nation Israel. And through that we've learnt the lesson that as he's faithful to his promises from generations ago, Und so haben wir auch gelernt, dass er treu ist, also was die Verheißungen betrifft, für die ganzen Generationen. well, he's faithful to his promises to you and I too. Nun, er ist auch treu, was die Verheißungen betrifft, zu dir und zu mir. Paul is an Israelite. Paulus ist auch Israelit. And he began chapter 11 by stating that. Und er hat das Kapitel 11 damit begonnen, indem er das auch gesagt hat. So it's important to him to know what happens to his nation, who are the recipients of so many promises. So, es ist wichtig für ihn, was passiert mit diesen Leuten, mit seiner Nation, die so viele Verheißungen haben. And we ended last week with the Lord talking about the remnant of those that are faithful to him. Und letzte Woche haben wir gesprochen über den Überrest, die treu sind ihm gegenüber. And that remnant is not necessarily apparent to everyone. Und dieser Überrest ist nicht unbedingt offensichtlich für alle. Paul's example was Elijah, who felt himself to be completely alone in the nation. Und das Beispiel von Paulus war der Elia, der sich total allein gefühlt hat in der Nation. And the Lord reveals to him that there are, the Old Testament tells us 7,000 men who have not bowed to the knee to the image of Baal. Und im Alten Testament lesen wir, dass Gott gesagt hat, es gibt noch 7.000, die nicht die Knie von Baal gebeugt haben. And it's also likely in the way that the Old Testament is written that 7,000 is a representative number. Und so wie das Alte Testament geschrieben worden ist, ist das sehr möglich, dass diese Zahl 7.000 so eine Zahl ist, die etwas darstellt. It's another way of saying there are thousands who have not bowed the knee. Das ist eine andere Art und Weise zu sagen, es gibt Tausende, die ihre Knie nicht gebeugt haben. And we come to verse 5 and we say, see Paul says here, even so then at this present time also there is a remnant according to the election of grace. Und so lesen wir im Vers 5, so ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. Now we know there's a whole movement in the church who builds doctrine on that idea of election and this word grace. Nun, wir wissen, es gibt so eine Bewegung in der Kirche und sie haben eine ganze Lehre aufgebaut auf der Auswahl und Gnade. Deepest respect to them, but it's not something that I would build a doctrine upon. So, wir geben ihnen Respekt, aber das ist nicht etwas, worauf ich eine Lehre aufbauen würde. And it's focusing down on these two words, election and grace. So, und es besteht aus zwei Worten, die Erwählung und Gnade. And election's a word that we apply in different ways. Und diese Erwählung ist ein Wort, was wir auf verschiedene Arten anwenden. You know, in just a few days there'll be a governmental election here, Nun, in ein paar Tagen wird es auch eine Wahl geben von der Regierung, where you know each person gets the chance to choose who's going to be their leader for the next period. so wo jeder die Möglichkeit haben wird, einfach zu wählen, wer der Leiter ist für die nächste Zeitperiode. And that is one true aspect of the word. Und das ist auch eine wahre Anschauung vom Wort. It involves this idea of choice. Es hat auch diese Idee von der Wahl mit einbezogen. And Paul's talking here about God's choice. Und Paulus spricht hier auch über die Wahl von Gott. But it's a broader term than just mere choice. Aber das ist so ein weiterer Ausdruck als nur die Wahl. You know, it's not necessarily that
well, we voted this person and he is now elected to this office. Also es ist nicht, wir haben diese Person jetzt gewählt und der ist jetzt in diesem Amt. It also includes the idea of invitation. Es beinhaltet auch die Idee von der Einladung. And this is what we read in the New Testament as, the parables are unfolded to us. Und das lesen wir im Neuen Testament, wo die Gleichnisse für uns auch entfaltet werden. And in particular, take the example of a wedding feast. Und ganz besonders nehmen wir mal das Beispiel her von einem Hochzeitsfest. And the invitations that went out. Und die Einladung, die hinausging. And those that were invited, hey, they turned the invitation down, didn't they? Und diese, die eingeladen wurden, die haben diese Einladung einfach abgesagt. They were busy doing something else. Sie waren beschäftigt und haben etwas anderes gemacht. So the servants were told, go out again and invite everybody you find, from the hedgerows, from the ditches. So wurde den Dienern gesagt, dass sie alle jetzt einladen sollen, auf den Straßen, Nebenstraßen, von den Hecken und so weiter. Now, who was it who benefited from going to that wedding feast? Und wer war es, der einen Nutzen dabei bekommen hat, indem er zu diesem Hochzeitsfest ging? It wasn't the people who were chosen in their entirety. It wasn't all the people that were chosen. Es waren nicht die Leute, die gewählt wurden, also in der Ganzheit, also die was ausgewählt waren. It wasn't all the people that were invited. Es waren nicht alle Leute, die eingeladen wurden. It was the people who decided to follow up the invitation and go. Es waren die Leute, die sich entschlossen haben, diese Einladung anzunehmen und dann auch dorthin zu gehen. And those were the recipients of grace. Und das waren die Empfänger der Gnade. They got the blessing. Sie bekamen den Segen. And in fact, none of the people who attended that wedding feast, Und in Wirklichkeit keines von den Leuten, die zu diesem Hochzeitsfest gingen, none of them deserved to be there. keiner hat es verdient, dort zu sein. And none of them could even say, well, hey, look, they chose me and invited me. Und keiner von denen konnte sagen, hey, die haben mich gewählt, die haben mich eingeladen. They were more likely saying, hey, I got to go along with all the other people that were sleeping in the ditch with me. Und sie haben sagen können, ich bin mitgegangen mit all den Leuten, die dort so im Graben geschlafen haben. Bei And mir. what we're seeing is two aspects of God's character. So was wir sehen können, sind zwei Ansichten vom Charakter von Gott. He can do whatever he chooses. Er kann tun, was immer er sich entscheidet. And what he chooses, he does. What he chooses, he does. Und was er entscheidet, das tut er auch. That is God's will, he's sovereign. Und das ist der Wille Gottes und er ist souverän. But that includes him choosing to give people choice. Und das beinhaltet auch, dass er den Menschen eine freie Wahl gibt. I believe that's one of the aspects in which mankind was created in God's image. Und ich denke, das ist eines der Ansichten, wie die Menschheit geschaffen wurde, nach dem Bilde Gottes. Many of the host of heaven did not have a choice. Viele von dem Himmlischen her hatten keine Wahl. And they didn't suffer from not having a choice. Und die haben nicht darunter gelitten, indem sie keine Wahl hatten. Because God's choice for them was always the best. Weil die Wahl Gottes für sie war immer die beste. But in his grace, Aber in seiner Gnade, and that's the second word we're looking at here. und das ist das zweite Wort, was wir uns hier anschauen. And the basis of the word Und so diese Basis von diesem Wort has to do with joy and delight. hat zu tun mit Freude und Erfreuung. But it has to do with giving when there's no deserving. Aber es hat etwas mit dem Geben zu tun, wenn man es gar nicht verdient. And that's something we struggle with in our world. Und das ist etwas, womit wir Probleme haben in unserer Welt. We receive gifts, Weil wir bekommen Geschenke. but the majority of those are for a purpose. Aber die Mehrheit von denen, das geschieht aus einem Zweck. We give gifts at Christmas. Zum Beispiel, wir geben Geschenke zu Weihnachten. We give gifts at birthdays. Oder wir geben Geschenke zu Geburtstagen. And my wife's laughing now Und seine Frau lacht jetzt, because she knows that I don't. weil sie weiß, dass der Robin das nicht macht. So when I say we, I'm talking globally, the majority of people. So wenn ich sage wir, so spreche ich global, also von der Mehrheit von den Menschen. There's an obligation and a purpose behind that gift giving.
Aber da gibt es eine Pflicht und so ein Muss, also hinter diesem Geschenke geben. You know, and almost to the point of, well, I have to give Manfred a gift because he gave me one. Also fast so, es geht fast so weit, aber ich muss mir ein Geschenk geben, weil ich habe ihm eines gegeben. And if I don't give him one, he's not going to give me one next year. Und wenn er mir keines gibt, werde ich ihm nächstes Jahr keines geben. You know, that's not grace, that's obligation. Das ist nicht Gnade, sondern das ist Pflicht. The same goes at birthdays. Dasselbe geht auch so bei Geburtstagen. You know, I expect my wife to give me a birthday present. Robin erwartet von seiner Frau, dass sie ihm ein Geburtstagsgeschenk gibt. That's an example that's not even true because I don't expect one from her and I think she doesn't expect one from me. Aber das ist ein Beispiel, was gar nicht stimmt, weil sie erwarten nichts voneinander. We decided to keep our money and spend it on our children. Und sie haben sich entschlossen, das Geld zu behalten und das bei den Kindern zu verbrauchen. And that's why it's still in the bank. Deshalb ist das Geld noch immer auf der Bank. Grace is something where there is no expectation. So Gnade ist etwas, wo es keine Erwartung gibt. As we go into verse 6, we'll see that grace is contrasted against this word works. So, wenn wir in den Vers 6 gehen, dann sehen wir, dass das Gnade im Gegensatz steht von diesem Wort Werke. That has mixed applications, but when it's contrasted with grace, Das ist so eine vermischte Anwendung, aber wenn es im Gegensatz steht mit der Gnade, it is a word that means you're doing something in the expectation of a reward. so das ist ein Wort, du tust etwas in der Erwartung von einer Belohnung. Now, most of us are employed in a job, if you're. Nun, die meisten von uns, die sind angestellt, die haben eine Arbeit, wenn man es so sagen möchte. And when your employer pays you at the end of the week or the end of the month, Und wenn dein Arbeitgeber dich bezahlt am Wochenende oder am Monatsende, it's not grace. dann ist das keine Gnade, It's reward for the work you've done. sondern es ist die Belohnung für die Arbeit, die du gemacht hast. And that's the idea of this word works, something where there is an expectation at the end of it. So, das ist diese Idee von diesem Wort Werke, also etwas, wo es eine Erwartung gibt am Ende davon dann. And that's why I was talking about some gift giving actually is no more than works. So, deshalb habe ich gesprochen über dieses Geschenke geben, das ist dann nichts mehr als Werke. Some of the things that employ us, you know, that we get involved in doing, Manche von den Dingen, die uns beschäftigen, also wo wir uns da irgendwo mit einbeziehen, was wir tun, maybe we don't get paid in money at the end of the day, vielleicht bekommen wir nichts bezahlt, also Geld so am Ende vom Tag, but there are other rewards. aber da gibt es andere You Belohnungen. know, when you do something for your neighbour, you come away feeling good about yourself. Wenn du etwas für deinen Nachbarn tust, dann fühlst du dich gut dabei, wenn du das gemacht hast. So it's a work. So ist es wiederum ein Werk. It's a good work, Das ist ein gutes Werk, but it's still a work aber es ist trotzdem ein Werk compared with grace. im Vergleich zur Gnade. Grace is given with no expectation of return and no point of deserving. So die Gnade wird gegeben, ohne dass man dabei etwas zurückerwartet oder dass man es sich verdient. Why is Paul using these two words? Warum verwendet der Paulus diese zwei Worte? He needs us to understand what grace is, Er möchte, dass wir das verstehen, was die Gnade ist. and to do that we need to understand what works are. Und um das zu tun, müssen wir auch verstehen, was Werke sind. But in verse 7 he says, what then? Israel has not obtained that for which he sought, but the election has obtained it. The rest were blinded. So Vers 7 wie nun, was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auswahl aber hat es erlangt. Die übrigen dagegen wurden verstockt. Israel, Israel, recipients of the law, sie haben das Gesetz bekommen, but because they didn't understand the law, aber weil sie das Gesetz nicht verstanden haben, their expectation was that if we follow these commandments, then we will receive a reward of relationship with God, going to heaven. so war ihre Erwartung, also wenn sie das Gesetz befolgen würden, würden sie eine Belohnung bekommen, so was ihre Beziehung zum Herrn betrifft, und sie würden dadurch in den Himmel kommen. The election. Die Erwählung. Now, that's the Gentiles. Nun, das sind die Heiden. That's the New Testament recipients of the gospel. Das sind die neutestamentlichen Empfänger vom Evangelium.
what have they obtained? Was haben sie bekommen? Well, even though they weren't looking for it, they've obtained salvation and this relationship with God. Obwohl sie nicht danach gesucht haben, haben sie die Errettung empfangen und auch diese Beziehung zu Gott. So they've achieved or obtained what Israel was seeking for. So sie haben das erreicht, wonach Israel gesucht hat. The problem is, as Paul's trying to explain, is Israel was seeking for it the wrong way. So was Paulus versucht hier zu sagen, die Israeliten haben das auf die falsche Art gesucht. They were seeking it as a reward for trying to keep the law of Moses. Sie haben das gesucht als eine Belohnung, indem sie das Gesetz von Mose gehalten haben. But in Paul's day now he's saying, now there's all these Gentiles that have never ever tried to keep the law of Moses. Aber in den Tagen von Paulus, wo er gesagt hat, da gibt es diese Heiden, die haben nie versucht, das Gesetz von Mose zu halten, And yet they have found salvation. aber dennoch haben sie Errettung gefunden. What happened? Was ist passiert? Well, he says the rest, meaning Israel, they were blinded to it. Und er sagt, die übrigen, also damit meint er Israel dagegen, sie wurden verstockt oder verblendet. And he's quoting again from the Old Testament. Und er zitiert hier wiederum aus dem Alten Testament. It's a collection of different places he's quoting from him. Verschiedene Plätze, verschiedene Stellen, von denen er hier zitiert. But he says, according as it is written, God has given them a spirit of slumber, eyes that they should not see and ears that they can't hear. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen um nicht zu sehen und Ohren um nicht zu hören. So as God has been dealing with his nation over these 1500 years since the days of Moses, So wie Gott mit seiner Nation umgegangen ist über diese 1500 Jahre seit der Zeit von Mose, you know, the Old Testament is a testimony of how they rebelled and they murmured and they complained. das Alte Testament ist ein Zeugnis, wie sie gemurrt haben und sich beklagt haben und immer wieder rebelliert haben. So, you know, in this place, this is actually mostly from Isaiah. We see, well, he's saying, well, God has actually put them to sleep so that, you know, they refused to see what he was sharing with them to the extent that he said, oh, you know what, forget it, I'm going to do something else. Und Gott hat sie, so wie wir lesen, also aus dem Jesaja, fast in den Schlaf gesetzt. Und Gott hat dann gesagt, weißt du was, wir machen einfach ganz was Neues. And you know, in the last chapter we saw, he was describing Israel as they had zeal for God. Und im letzten Kapitel haben wir gesehen, wie Paulus beschrieben hat, also die Israeliten haben wohl einen Eifer für Gott, But they didn't understand. aber die haben das nicht verstanden. They were going their way and they wouldn't listen to anyone else. So sie sind auf ihre Art und Weise gegangen und sie haben auf niemand anderen gehört. And then he quotes from the Psalms. Und dann zitiert er von den Psalmen. In verse 9 there, let their table be made a snare and a trap and a stumbling block and a recompense to them. Let their eyes be darkened that they may not see and bow down their back always. Vers 9. Ihr Tisch soll ihnen zur Schlinge werden und zum Fallstrick und zum Anstoß und zur Vergeltung. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen und ihren Rücken beuge alle Zeit. So as early as the reign of David here, you know, when he's writing those lovely psalms, So früh wie von der Regierung Davids her, also wo er diese wundervollen Psalmen geschrieben hat, when he's considering the rebellion of Israel, wo er hier diese Rebellion von Israel in Betracht zieht, he said, let their table, let the things that have been spread before them actually become something that entraps them. also ihr Tisch, also etwas, was sie vor sich haben, soll etwas werden, was ihnen zu einem Fallstrick wird. You know, the law of Moses and the writings of Moses should have led them to the Lord. In fact, it became a barrier to them. Das Gesetz von Mose, die Schriften von Mose hätten sie zum Herrn führen sollen, aber es wurde eine Hürde für sie. At the end of verse 10, you know, bow down their back always. This is what he's saying there. Let it become a burden to them. Und am Ende von Vers 10, also dass sie ihren Rücken allezeit beugen, also das bedeutet, dass es eine Last wird für sie. So 1,000 years later, Paul is writing. So 1000 Jahre später schreibt der Paulus And he says, well, have they stumbled that they should fall? und dann sagt eben der Paulus, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? God forbid.
Das sei ferne. And what he's saying there, I sometimes find that interesting in the Old Testament. Und was hier sagt, und das finde ich interessant, manchmal im Alten Testament, You know, the contrast between stumbling and falling. dieser Gegensatz zwischen Straucheln und Fallen. And, you know, when I actually sort of started to dig into the words used, I understood it a bit more clearly. Also ich habe angefangen, ein bisschen in diesen Worten herumzuwühlen, damit ich das besser verstehen kann. And you'll know, you know, walking through the sort of frozen snow that we've had over the last few weeks, it's pretty easy to fall and stumble and slip. Well, what's the difference? Also wenn man so durch den gefrorenen Schnee geht, da kann man leicht auch fallen oder stolpern. Aber was ist der Unterschied? Well, what is translated very often fall in what Paul is writing here? Was ja oft übersetzt wird mit dem Fallen, also was der Paulus hier schreibt. There's two different words involved. Zwei verschiedene Worte sind da drin. So, first of all, he says, have they stumbled? Zuallererst sagt er, sind sie denn gestrauchelt? Stumbling is what you do when you almost slip on the ice and you just manage to catch yourself. So straucheln ist, was du magst, oder stolpern würden wir sagen, wenn man so auf dem Eis ausrutscht und du kannst dich aber selbst noch dann fangen. That's the point where you trip and you almost go flat on your face, but not quite. Also das ist so der Punkt, wo du stolperst und du fällst fast auf dein Gesicht, aber das passiert noch nicht. And we might describe that as a fall. Und wir würden das vielleicht beschreiben als ein Fallen. But the first time he uses the word fall here, when he says, have they stumbled that they should fall? Question mark. Weil zuallererst, wo er das sagt, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Fragezeichen. This is the word that you would use of somebody in battle. Das ist das Wort, das man für jemanden verwenden würde in einer Schlacht. And you know, we use that term, you know, they fell in battle. Und wir verwenden diesen Ausdruck, sie sind im Kampf oder in der Schlacht gefallen. You know, there are certain days of the year when we remember the fallen. Also gewisse Tage im Jahr, wo wir uns erinnern an die Gefallenen. We're not going to remember you slipping over in the snow, we're remembering those who died. Also das bist nicht du, an den wir uns erinnern werden, weil du im Schnee ausgerutscht bist, sondern wir erinnern uns an diese, die gestorben And sind. the contrast there is, of course, you know, they fell never to rise. So der Gegensatz natürlich ist hier, sie sind gefallen und sie werden niemals mehr aufstehen. That's the difference between stumbling and falling in this question that Paul's asking. So das ist der Unterschied zwischen Straucheln und Fallen, was Paulus hier bringt in dieser Frage. But then in that same verse he goes on, but he says, but rather through their fall, and there he's using a different word, he's using a word that's similar to stumble. Und hier sagt er, sondern durch ihren Fall, und das ist nicht das Wort fallen, sondern er verwendet ein ähnliches Wort von straucheln oder stolpern. He's using a word that means to fall with the opportunity to recover from that fall. Also das ist eben dieses Wort fallen mit der Möglichkeit, dass man sich wieder erholt von diesem Fall. So the question, you know, have they stumbled as to fall and never recover? No. Although they've stumbled, as salvation has come to the Gentiles through them, and it's actually done to provoke them to jealousy. Which was 12? In verse 11 still. Aha. Just sort of summarise it. Ah, ja. Sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten, dass er fern ist, sondern durch den Fall wurde das Heil. But you said something else. Nothing worth listening to, that's fine. So, right at the end of verse 11 it says, to provoke them to jealousy. So am Ende von Vers 11 lesen wir, damit sie zur Eifersucht gereizt werden. And verse 12 he carries on that idea. Now if the falling or the stumbling of Israel has meant riches to the world, and the lessening of them, the diminishing of them is riches to the Gentiles, then how much more is their fullness? So wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle? God, he's really saying, has allowed them to stumble or fall, but not so they could never be recovered. So Gott hat es zugelassen, dass sie gefallen sind, aber nicht so, dass sie sich niemals mehr erholen können. But through their falling, you know, their failure to identify
Jesus, their failure to follow through with the law of Moses, Aber durch ihr Fallen, also weil sie Jesus nicht erkannt haben oder versagt haben am Gesetz von Mose, has resulted in the situation that Paul found it. The gospel has now gone out to the Gentiles. also hat sich so ausgewirkt, wo der Paulus auch in dieser Situation war, dass das Evangelium jetzt zu den Heiden hinausgegangen ist. And he's seeing this church blossom throughout Europe and Asia Minor. Und er sieht diese Kirche, diese Gemeinde, die blüht auf in Europa und auch in Kleinasien. In the first few months of the church, it was Jewish people getting saved. In den ersten paar Monaten von der Gemeinde, vom Beginn, so waren es nur Juden, die zum Glauben kamen. But even in the context of the book of Acts, Aber auch so im Zusammenhang von der Apostelgeschichte, we find that it's the church at Antioch that becomes the biggest church in the region, and the church in Jerusalem just becomes a small number. so finden wir heraus, dass die Gemeinde in Antiochien eine große Gemeinde wurde und die Gemeinde in Jerusalem war nur mehr sehr klein. And through Paul's letters, we see it reaching out as far as the places he mentions, Spain and Rome and North Africa. Und so wie der Paulus das erwähnt, ist das Evangelium nach Spanien, Rom und auch nach Nordafrika gekommen. Now, Paul then says, verse 13, I'm speaking to you Gentiles, inasmuch as I'm an apostle to the Gentiles, so I'm lifting up my office there. If by any means I might provoke to emulation those that are of my flesh, I might save some of them. Vers 13, denn zu euch den Heiden rede ich, weil ich der Apostel Heiden bin, also da spricht er jetzt über sein Amt, bringe ich meinen Dienst zu Ehren, ob ich irgendwie meine Volksgenossen zur Eifersucht reizen und etliche von ihnen erretten kann. So he's writing to the Gentile Christians in Rome, and he's saying, don't forget Israel. It's not been, let go. And Paul's own desire is that by being successful amongst the Gentiles, maybe he's going to provoke some of the Jewish people to get on board. So schreibt er eben zu den römischen Christen, die Heiden sind erreicht worden und damit die Juden zur Eifersucht gereizt werden und dass sie das vielleicht auch annehmen werden. And he's going to bring us to an image or almost a parable. Und er bringt uns jetzt zu einem Bild oder fast zu einem Gleichnis hier. And it's with this theme that, if the casting away of Israel is the reconciling of the rest of the world, then what about the receiving of them? What would that be? Life from the dead. Vers 15, denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt zur Folge hatte, was wird ihre Annahme anderes zur Folge haben als Leben aus den Toten? Now, I'm not a horticulturalist or a gardening expert, Nun, ich bin nicht ein Experte von Gärtnerei, but this is a really simple example that Paul gives us. aber das ist ein sehr einfaches Beispiel, was der Paulus uns hier gibt. I find it really sad sometimes to read through some of the commentaries written about the New Testament particularly. Ich finde es sehr traurig manchmal, wenn man durch die Kommentare liest, ganz besonders aus dem Neuen Testament. And some of them go off trying to explain that, Paul didn't understand the principle he was talking about here and he's got it wrong. Manche sagen sogar, der Paulus hat das Prinzip nicht verstanden, was er hier erklärt, er hat das falsch gesagt. And they've forgotten the idea, this is a parable. Und sie haben diese Idee vergessen, das ist ja hier ein Gleichnis. It's an example from nature or the world that we might understand better what's going on spiritually. Das ist ein Beispiel von der Natur, von der Welt, dass wir das besser im geistigen Bereich verstehen können. Paul didn't take 3 years off to go to university to study horticulture to understand what he's talking about here. Also der Paulus hat nicht studiert auf der Universität, um hier die Agrarkultur zu studieren. He wants to give us an example that we understand. Er möchte nur uns ein Beispiel geben, dass wir das hier verstehen können. And the example is an olive tree. Und das Beispiel davon ist ein Olivenbaum. And through the Old Testament, Israel is described as an olive tree. Und im Alten Testament wird Israel beschrieben als ein Olivenbaum. And the example here is Israel's like branches being broken off, broken from an olive tree. Und das Beispiel ist hier, Israel ist wie so
sind so wie Zweige, die vom Olivenbaum abgebrochen wurden. An olive tree that is rooted in the Lord and is grounded and it's been nurtured by Him. So ein Olivenbaum, der verwurzelt ist im Herrn und der alles von ihm bekommt. But he says, verse 17, but you, being a wild olive tree, Aber er sagt hier in Vers 17, aber ihr, die ihr ein wilder Ölzweig seid, and he's talking there, the Gentiles, the new Christians in Rome, und er spricht hier über die Heiden, also die neuen Christen aus Rom, you've been grafted into that tree. ihr seid eingepfropft worden in diesen Baum. And so you're now partaking or sharing in the root and the richness of that tree. Und jetzt habt ihr Anteil bekommen an der Wurzel und der Fettigkeit von diesem Ölbaum. But don't boast against the other branches. So überhebe dich nicht gegen die anderen Zweige. Don't start, well, they were the Jews, but now God is doing work with the Gentiles. This is really where God's heart is. Also sagt sie nicht, also vorher waren es die Juden, aber jetzt macht Gott die Arbeit in der Gemeinde und da ist jetzt das Herz von Gott. We have nothing to boast about. Wir haben nichts, worüber wir uns rühmen können. It's the root that is supporting us and supplying us. Es ist die Wurzel, die uns unterstützt und uns versorgt. It's not us that's lifting up the root. Es sind nicht wir, die die Wurzel irgendwie erheben. Oh, how we need to take that on board in our church. Und wie wir das auch annehmen müssen in unserer Gemeinde. Sometimes I feel like the church is saying, we are holding up Jesus. Manchmal spürt man oder denkt man sich, die Gemeinde sagt, also wir halten Jesus hoch. And without us, it'll all fall apart. Und ohne uns würde das alles zerfallen. Jesus is holding us up. Jesus hält uns hoch. And we're keeping him busy because we're so useless. Und wir halten ihn immer beschäftigt, weil wir so zwecklos sind. And when you see how God was patient with Israel over those generations, Und wenn man sieht, wie Gott geduldig war bei den Israeliten über die ganzen Generationen, we have got nothing to boast about. so haben wir nichts, worüber wir uns rühmen können. You might say, verse 19, the branches were broken off that I might be grafted in. Also nun sagst du vielleicht, die Zweige sind abgebrochen worden, damit ich eingepfropft werde. Well, they were broken off because of their unbelief. Nun, sie wurden ausgebrochen wegen ihren Unglauben. And you, who grafted in, you stand because of your faith. Und ihr seid eingepfropft, ihr steht wegen eurem Glauben. And you notice Paul actually didn't say what I said then. He says you stand by faith. It's not you're grafted in because of your faith. Und Paulus sagt, ihr steht wegen dem Glauben und nicht, weil ihr geglaubt habt. In other words, it's not a reward for you having faith. In anderen Worten, es ist nicht eine Belohnung für euch, dass ihr den Glauben habt, It's a consequence. sondern eine Konsequenz. So be not high-minded. In fact, you should be fearful. Also ihr sollt nicht überheblich sein, sondern ihr sollt wirklich auch Furcht haben. God did not spare the natural branches. So Gott hat nicht die natürlichen Zweige verschont, So take care lest he also not spare you. so wir sollen wirklich aufpassen, dass er nicht auch uns dann ablehnt. Now, if you think you're going to lose your salvation like that, Also wenn du dir jetzt denkst, dass du die Rettung so einfach verlieren kannst, read again what Paul is saying. so lies wiederum, was der Paulus hier sagt. Your place in that olive tree is by faith. Dein Platz in diesem Olivenbaum ist durch den Glauben. It's the grace of God that has put you there. Es ist die Gnade Gottes, die dich dorthin gebracht It's hat. nothing to be high-minded about or boastful about. Es ist nichts, wo man sich irgendwie wieder aufblasen kann oder sich darüber rühmen kann. If you come to that place of believing your place in the olive tree is based on anything else, then you start to be worried. Also wenn du glaubst, dass dein Platz im Olivenbaum irgendwo anders ist als das, dann muss man sich wirklich Gedanken machen. My place in the Church of God is not because I'm a pastor. So mein Platz in der Gemeinde ist nicht deswegen, weil ich ein Pastor bin It's not because I've lived a good life. oder weil ich ein gutes Leben geführt habe. It's not because I read the Bible every day. Oder es ist auch nicht deswegen, weil ich jeden Tag die Bibel lese. It's because Jesus died for me. Sondern der Grund dafür ist, weil Jesus für mich gestorben ist. And I put my faith in him dying in my place as a sinner. Und ich lege meinen Glauben
in ihn, also weil er für mich als ein Sünder gestorben ist. That's like me turning up for the wedding feast. Das ist so ähnlich, wie wenn ich zu diesem Hochzeitsfest komme. You know, and when somebody says as I go into the wedding feast, what are you doing here? Oder wenn jemand sagt, wenn du beim Hochzeitsfest bist, was tust du denn hier? It's all on the basis of the groom invited me. Es ist alles hängt davon ab, weil der Bräutigam hat mich dahin eingeladen. It's nothing to do with who I am. Es hat nichts mit mir zu tun, wer ich bin. Behold therefore the goodness and severity of God, verse 22. So siehe nun die Güte und Strenge Gottes, Vers 22, On those that fell, gegen die, welche gefallen sind, Israel, who fell short of what was hoped for them, Israel sind zu kurz gekommen für das, was für sie eine Hoffnung war, severity. Ernsthaftigkeit. Doesn't it seem tough that God, said, this is the way and there is no other? Ist das noch Gott? Doesn't it seem severe? Also klingt das nicht streng oder ernsthaft, dass Gott sagt, es gibt nur einen Weg und sonst keinen anderen? Well, I think from God's point of view, He has persevered with this group of people. So to the time of Paul for 1,500 years, and they've done nothing but rebel against Him. So Gott hat diese Nation 1500 Jahre ausgehalten und sie haben nichts getan, als gegen ihn rebelliert. And He gives us pictures in the Old Testament. What do you do with a tree that doesn't produce the fruit? Und er gibt uns auch ein Bild im Alten Testament, was macht man mit einem Baum, der keine Frucht hervorbringt. You trim it back, you cut it back. Also den schneidet man einmal zuerst zurück, You dig it down around the roots and you put manure or whatever around it. also da grabt man dann herum um den Baum bei den Wurzeln und dann wird man den auch noch düngen mit was auch immer. In the hope that maybe next season it will bring forth fruit. In der Hoffnung, dass vielleicht in der nächsten Saison wird es dann Frucht geben. But if it doesn't, Aber wenn das nicht so ist, well, God could have just cut it down. nun Gott hätte den einfach umschneiden What können. He chose to do was graft in some different branches. Aber wozu er sich entschlossen hat, er hat verschiedene Zweige da eingepfropft. What is He looking for? Wonach hält er Ausschau? What do you look for on any olive tree? Wonach suchst du bei irgendeinem Olivenbaum? Fruit. Frucht. Change the picture, call it a vine. Also jetzt ändern wir das Bild und nennen das einen Weinstock. I am the vine, you are the branches, said Jesus. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, hat Jesus gesagt. What do you look for on a vine? Wonach sucht man auf einem Weinstock? Oh, they've got lovely leaves. Oh, der hat wundervolle Blätter. No, you want grapes, don't you? You want Nein, fruit. du möchtest Trauben dort drauf, du möchtest Frucht haben. Verse 24, if you were cut out of the olive tree which was wild by nature and were grafted into a good olive tree, how much more shall these then, who are the natural branches, be grafted into their own tree? Vers 24. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel eher können diese, die natürlichen Zweige, wieder in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? And this is Paul now explaining God has not forgotten His people. Und Paulus erklärt hier, dass Gott sein Volk nicht vergessen hat. There will be a day when His attention turns back to the root of Israel and they'll be grafted back into the tree that was rightfully theirs. So, es wird eine Zeit geben, wo seine Aufmerksamkeit wieder zu Israel kommen wird und sie werden dann wieder eingepfropft werden in das, was ihnen rechtmäßig gehört. And he says, verse 25, I would not, brethren, that you will be ignorant of this mystery. Und er sagt in Vers 25, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt. It's an interesting verse. There's quite a lot packed into this verse. Das ist ein sehr interessanter Vers, sehr viel ist damit drin. And the first is that word mystery. Und das erste ist dieses Wort Geheimnis. Alison and I, we love the sort of detective crimies that you get on the bookstand, the mystery. Also Alison und Robin, die mögen gerne diese Detektivfilme, wahrscheinlich Sherlock Holmes und so, dieses Geheimnisvolle. Who did it? Who murdered? Who killed? Also wer hat ihn umgebracht, wer hat ihn getötet?
And that idea is associated with mystery. Und diese Idee steht in Verbindung mit diesem Wort Geheimnis. But our modern generations have misunderstood the word. Aber unsere moderne Generation hat dieses Wort missverstanden. And nowadays a mystery is something that nobody knows about. Heute ist ein Geheimnis etwas, wo keiner weiß, was das eigentlich ist mehr. You know, there are loads of awful documentaries on TV about mysteries. Da gibt es viele so furchtbare Dokumentationen über die Geheimnisse. You know, are there UFOs? Gibt es UFOs Are there aliens? oder gibt es Außerirdische? There's no mystery about that. Es ist kein Geheimnis darüber. A mystery is not something that is unanswered. Ein Geheimnis ist nicht etwas, was unbeantwortet ist. A mystery is something that is revealed, but through a process. Ein Geheimnis ist etwas, was gezeigt oder offenbart wird, aber durch eine Zeit oder durch einen Prozess. So for the mysteries of Sherlock Holmes, it's revealed. You have to get to the end of the story, but you know the mystery is revealed. It's explained. So für das Geheimnis von Sherlock Holmes zum Beispiel, das wird dann offengelegt am Ende, also das muss man bis zum Ende dann verfolgen oder schauen und da wird es dann gezeigt. That's why you know John's book of Revelation is at the end of your Bible and not at the beginning. Deshalb ist das Buch von Johannes, also die Offenbarung am Ende von der Bibel und nicht am Anfang. It's a revealing of those things that have been a mystery up to that point. Es ist eine Offenbarung von diesen Dingen, die ein Geheimnis war bis zu diesem Zeitpunkt. And the mystery that Paul is talking of here Und das Geheimnis, von dem der Paulus hier spricht, is what happened to Israel. ist, was ist mit Israel passiert. He's explaining, he's revealing what happened to Israel. So erklärt, er offenbart, was mit Israel passiert. And it's important to us. Und das ist wichtig für uns. Why? Warum? Because Paul says it was. Weil Paulus sagt, dass es so war. He says it's important that you're not ignorant of this. Also es ist wichtig, dass du nicht in eine Situation kommst, dass dir das unbekannt bleibt. And historically, the church has been ignorant of it. Und geschichtlich war die Gemeinde auch unwissend oder sie wollten nichts davon wissen. And has become wise in its own conceit. Und sie wurden weise in ihren eigenen Augen. It considered itself to be something that replaced Israel. Und sie haben sich selbst als etwas angesehen, was Israel ersetzt hat. And the idea is promulgated that Israel failed and the church is the success. Und so die Idee, die da hervorgebracht wird, Israel hat versagt und die Gemeinde hat Erfolg gehabt. And the only connection Israel now has with salvation and a relationship with God is to become part of the church. Und die einzige Möglichkeit, die die Juden jetzt haben oder Israel hat, ist, dass sie ein Teil von der Gemeinde werden. What Paul is really explaining Aber was der Paulus hier wirklich erklärt, is that the church ist, dass die Gemeinde is really something more than we think it is. ist wirklich etwas mehr oder ist noch mehr als was wir uns denken. It's the olive tree. Das ist der Olivenbaum. And at the moment, all the focus is on the Gentile grafted into that olive tree. Und zur Zeit ist das eben, wie sind die Heiden, also wie dieser eingepfropfte Baum im Ölbaum. But us Gentiles need to remember, it's not our tree. Und wir als Heiden müssen daran denken, das ist nicht unser Baum. And at the moment, there is blindness in the part of Israel. Und zur Zeit gibt es Verblendung oder Verstockung in Israel. But when the fullness of the Gentiles be come in, again, verse 25, Aber wir sind immer in Vers 25, also bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, when God's done enough, also wenn Gott genug getan hat, I don't know whether that refers to the number of people getting saved or the places reached. I think it's just God's timetable. also ich weiß nicht, ob es die Zahl betrifft, also wie viele Heiden gerettet werden oder die Regionen oder einfach so diese Zeittafel von Gott. And that's what I see in the parallel of that in the Old Testament. There comes a time when God says, enough. Also und da sehe ich eine Parallele, so wie im Alten Testament, wo Gott dann sagt, zu einem Zeitpunkt, jetzt ist es genug. And the attention will turn back to that remnant in Israel.
Und die Aufmerksamkeit geht dann wieder zurück zu diesem Überrest in Israel. And they will be brought back into the tree that was theirs. Und sie werden zurückgebracht werden zu dem Baum, der ihnen gehörte. And so all Israel will be saved. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Doesn't mean nationally, Das heißt nicht so als Nation, it means the spiritual core of Israel, those that have a heart after the Lord. sondern der geistige Kern von Israel, also diese, die ein Herz haben für Gott. As it is written again, Paul is quoting from the Old Testament Und so zitiert Paulus wieder aus dem Alten Testament, wie es geschrieben steht. when he says there will come out of Zion the deliverer and will turn away ungodliness from Jacob. For this is my covenant to them, then when I will take away their sins. Wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. So it's concerning the gospel. So was das Evangelium betrifft, They're enemies. For our sake, it means they've been put to one side whilst we have entrance. so sind sie Feinde und sie wurden zur Seite gestellt, während wir da hineinkommen. But as touching the election, Aber was die Erwählung betrifft, that invitation to relationship and salvation, also diese Einladung von einer Beziehung und der Rettung, they are beloved so sind sie geliebt, for the Father's sakes. um des Vaters willen. And when he says fathers, he's talking about Abraham, Isaac, Jacob. Und wo er da spricht über die Väter, das ist dann Abraham, Isaac und Jakob. Verse 29, for the gifts and the calling of God are without repentance. Vers 29, denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht reuen. So gifts, So Gaben, what you have received without merit. was du empfangen hast, ohne dass du dir es verdient